Heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch und zwar, wir schauen uns ganz seltene Vintage-Uhren an, hier bei Momentum in Dubai. Und da drin wartet schon jemand auf mich. Wir besprechen heute einige Day-Date-Modelle, GMT Master-Uhren und noch so vieles mehr. Also let's go! Ich bin hier mit dem Tarek und wir haben heute wirklich was ganz Tolles. Kontaktpunkte, die ich so eigentlich nie habe. Heute wird es um Vintage-Uhren gehen, richtig? Jawohl. Seit wann gibt es denn Momentum? Momentum gibt es seit 2011 und ist ein Brand, was hier in Dubai geboren wurde. Sehr spannend. Und ihr kauft und verkauft Vintage-Uhren und sucht diese mit Liebe aus, zumindest das, was ich jetzt hier gesehen habe, richtig? Ja, bei Vintage muss man sich Zeit nehmen und Qualitätsuhren aussuchen. Das ist kein Massenmarkt. Da muss die gute Uhr her, ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, super. Okay, womit wollen wir denn überhaupt anfangen? Also was wäre so der erste Halt, den wir bei den Uhren tätigen? Ich würde sagen, also wir haben uns mit der Zeit auf Day-Dates spezialisiert und etabliert und ich habe ein paar schöne Day-Dates da. Day-Date, ja. Insgesamt muss man sagen, 36 mm Day-Date finde ich im Markt, auch bei etwas jüngeren Sammlern, allgemein Größe 36 Stager, deutlich populärer. Ja. Fühlst du es auch, dass Richtig, das... 100%. Also der Trend so von großen Uhren geht ein bisschen weg. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich finde 36 mm Uhren sehr ausbalanciert, klassisch, konservativ und mal gucken, was wir heute hier haben. Eine 1803 von 1971 mit einem, wie soll ich sagen, Koralle. Korall würde ich auch sagen. Korall Stella in einem absoluten Spitzenzustand. Und es ist wirklich eine der ersten. 1971 wurde Stella offiziell gemacht und ich habe die mit Box und Papieren da in einem wunderschönen Zustand. Die Stella-Blätter wurden ja mehr für diesen Middle East Market gemacht, richtig? Ja. Waren dann aber nicht so beliebt. In den 70ern waren die Leute konservativ im Mittleren Osten und viele Blätter wurden einfach abgelehnt, die wurden ausgebaut und teilweise zurückgeschickt, teilweise zerstört. Und jetzt natürlich nach all der Zeit ist das dann zu einem Collectible geworden. Hier muss man auf viele Sachen natürlich achten. Ja, es geht da im Wesentlichen um den Zustand vom Ziffernblatt, was wir hier gleich im Detail nochmal sehen werden. Alle Punkte sind intakt und hier sehen wir wirklich, wie es eigentlich sein muss. Ne? Ja. Es ist ein perfekter Zustand. Wir haben hier auch, glaube ich, das Matching Bracelet dann zu der Uhr. Ja. Und sowas sieht man wirklich sehr selten. Sehr spannend. Und es wird noch besser. Manche Leute verkaufen natürlich die Uhr einfach nur so, aber hier haben wir noch das Glück, dass sogar Hangtag und Papiere auch noch vorhanden sind. Ja. Ja. Was für ein Segen. Das ist ein Jackpot für uns auch. Ja, wie oft kommt sowas eigentlich rein? Bei so einer Uhr? Eine von 20. Das Lustige ist, wir haben eben kurz über moderne Uhren gesprochen. Ne? Jeder kauft und verkauft so eine Batman oder sowas. Ne? Das hier sind Uhren, das ist die DNA von Rolex. Ja? Das macht die Marke aus. In den 70er Jahren ist sehr viel passiert. Modelle wurden verändert. Ne? Saphirglas kam dann irgendwann später mal damit dazu. Solche Modelle zeigen, woher Rolex kommt. Und selbst die heutigen Modelle, 41er Oyster Perpetual, sind inspiriert von diesen Colorful Blättern. Ne? Ja. Für die Zukunft, in terms of Investment, wie würdest du da sehen, wie sieht das aus? Also ich kenne die Zeit noch, in denen haben solche Blätter, solche Uhren 20.000 gekostet. Ja, sogar 15.000. Ich sag mal so, heute ein Investment ist nur ein Investment, wenn es ein starkes Produkt ist. Starkes Produkt heißt Qualität. So, wenn wir uns Qualität anschauen, musst du gut hinblättern, damit du ein Investable Product hast. Wir haben keine Glaskugel, wo wir sagen können, was die Uhr in 15 Jahren wert ist, aber wir haben einen sehr starken Track Record. Also wie du schon gesagt hast, die Zifferblätter waren bei 15.000, 20.000. Jetzt sind wir hier schon mittlerweile bei 65.000. Also ich würde bei so einer Sache wie folgt vorgehen. Wir schauen uns zum einen die Marke an, Rolex, es gibt keine bessere Marke. Zum anderen, welches Modell haben wir? Es geht hier um die Day-Date. Und ich meine, das ist die Uhr der Präsidenten. Wenn es um goldene Uhren geht, besser kann es nicht sein. Diese Sachen sind sehr selten. Geringe Stückzahlen, von daher sehe ich da eigentlich kein Problem, warum man sich nicht damit auseinandersetzen sollte. Und jeder, der mal da Kontakt haben möchte, denke ich, jetzt ist es aktuell die richtige Zeit. Und es wird sogar noch ausgefallen, denn es gibt da drüben noch andere Day-Date-Modelle. Ja. Oder Day-Just-Modelle kann sogar sein. Nee, ne? Day-Dates. Day-Date, okay. So ein Armband haben wir noch nie gesehen, ne? Die meisten. Shark Mesh. Shark Mesh Bracelet mit dem Big Logo. Das ist die 6611B. Das ist quasi die dritte Referenz einer Day-Date, die je gebaut wurde. Die Uhr ist von 1958. Boah, Wahnsinn, ne? Kann man irgendwie ansatzweise raten, wie viele Stückzahlen damals... Also so eine Uhr war doch damals auch sehr teuer, oder? Sehr teuer. Die waren sehr teuer, also ganz weit weg von den Sportmodellen. Ich habe leider keine Idee, aber selbst wenn es $100 wären, dann wären es damals wahrscheinlich 8 Monatsgehälter gewesen oder so. Ja, ich hatte einmal zufällig eine Broschüre, wo auch die Preisliste aus den 80er Jahren drauf war und die Day-Date-Uhren waren so immens teuer. Kein Wunder, dass sie sich da halt fast keiner leisten konnte. Ja. Ne? Und deswegen auch selten verkauft wurde. Und ich meine, sowas muss ich selber sagen, nach all der Zeit schon viele Uhren gesehen,
Sowas habe ich noch nie in den Händen gehalten. Also wirklich Da gebe ich dir noch was in die Hände. Hier sind die Originalpapiere der Uhr. Krass. Woher kommt diese Uhr zum Beispiel? Von Diese einer Privatperson? Uhr, die oder? kommt auch von einer Privatperson in Monaco. Nein, so sahen Papiere damals aus. Das ist das Chronometer-Zertifikat. Hier wurde von Hand die Ganggenauigkeit eingetragen, nachdem die getestet worden ist. Bei den 1,1 Millionen Uhren pro Jahr wäre das, glaube ich, jetzt ziemlich schwer, Bisschen oder? viel Arbeit. Wahnsinn, ja. Was für ein Dokument. Toll, dass er das aufbewahrt hat. Ne? Da könnt ihr euch auch selber halt schon vorstellen, wenn man sowas ins Geschäft bekommt, ist wirklich ein Jackpot. Ja. Sensationell, sensationelle Auswahl, wirklich. Ja, Ganz, das ist ganz eine toll. Uhr, die hat auch noch nie jemand gesehen. Bin ich der Erste jetzt? Du bist hier? der Erste, der die gesehen hat. Ich habe die rausgeholt. Eine haben wir noch. Unter den Day-Dates eine Bombe. Ja? So, was wir hier haben, ist eine Factory 1806 mit einem Arabic Hindi Dial und arabischen Kalender. Und auch hier, diese Uhr, wenn ihr euch daran erinnert, die Uhr der Fußballer aktuell, die Platin Day-Date mit dem arabischen Ja. Ziffernblatt, der originale Gedanke kommt von dieser Uhr. Höchstwahrscheinlich davon inspiriert. Wir sehen hier dieselben Numerals auch aufgetragen und wir haben hier ein sehr spezielles Ziffernblatt und ein Finish vom Gehäuse, was man so halt nirgendwo findet. Kaum findet, und hier ist sogar ein Band dran mit dem gleichen Finish, was in voller Länge ist und noch nie gekürzt worden ist. Wurde sowas im Katalog? Waren keine Kataloguhren, das war mit Sicherheit ein Special Order aus dem Mittleren Osten, entweder Saudi-Arabien, Ägypten, Jemen oder UAE. Das waren so die reichen Länder. Und als nächstes machen wir jetzt weiter mit Stahl-Sportmodellen. Da werdet ihr euch natürlich auch sehr für interessieren, denn schon damals gab es Submariner-Modelle, Explorer-Modelle und damit machen wir sofort weiter. Zurück in die Vergangenheit, ja, eine der ikonischsten Modelle. Das ist die Basis der Uhr gewesen, die heute jeder haben will, mit einem schwarzen oder einem weißen Ziffernblatt. Wir haben hier eine, Pre-Daytona, eine 6234 von 1958. also so zu dem Zeitpunkt gab es das Wort Daytona noch nicht. Der Unterschied zwischen Daytona und Pre-Daytona oder Rolex Chronograph ist extrem glasklar. Und zwar bei Daytonas hast du immer die Subdials, Totalisatoren. die Totalisatoren hast du immer in einer anderen Farbe abgesetzt. Okay. Früher war das nicht so. Sobald das abgesetzt ist komplett, heißt es ist eine Daytona. Ah, okay. Sehr interessant. Und das ist jetzt sehr, sehr bunt. Ne? Also wir haben jetzt hier... Ein Three-Color-Dial, extrem, extrem selten. Du hast aus blaue Skala, dann die rote und die schwarze. Okay. Und es gibt diese in 1 Color, 2 Color und 3 Color und das ist die seltenste von denen. Für was wird sowas jetzt aktuell gehandelt? Kann man da irgendwie was dran schreiben? 60.000 bis 65.000 Dollar. Im Verhältnis zu einer Daytona aus den 80er Jahren oder sowas ist das ja eigentlich von der Stückzahl, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt produziert worden ist, in einem sehr gesunden Verhältnis dann. Die sind noch sehr, sehr gut. Also die haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die gehen aber auch stärker hoch jetzt. Und der Grund ist, dass wenn du mit erfahrenen Sammlern sprichst, die haben ja die Paul Newmans 6263, 6239, haben die ja alles schon gesehen. Ja, das sind Uhren, die extrem teuer sind, weil die Nachfrage so hoch ist. Aber die sind jetzt nicht so mega selten. Wenn du eine haben willst, dann wirst du eine finden. Okay, Ja? tatsächlich. So, wonach die starken Sammler gerade her sind wirklich Chronographen, die wirklich selten sind an Stückzahl. Die gehen jetzt auf richtige Seltenheit statt hohe Nachfrage. Worauf soll jemand achten, würdest du sagen, wenn er sich jetzt mit Vintage-Uhren beschäftigt? Ne? Zum Beispiel, wir haben gestern im Livestream ein Video gesehen, man sagt, ja, die Lünette bei einer GMT war etwas jünger, ne? Wenn die verblichen ist und so, sowas mögen die. Worauf sollten die Leute achten? Also was? Zuallererst mal, diese Uhr kauft man nicht von irgendjemandem. Also fangen wir ganz hinten an. Du musst jemanden suchen, bei dem du dich gut fühlst, wenn der dir die Uhr verkauft, dem du vertraust. Und der muss auch entsprechend dir Informationen über die Uhr garantieren. So, das ist der Anfang. Dann kann man hingehen und sagen, okay, man nimmt sich die Uhr vor und untersucht die. Und das Wichtigste, wie bei allen Vintage Rolex, ist das Zifferblatt. Original, untouched, nicht reloomed, nicht sauber gemacht, gar nicht. Das muss einfach gut sein. Also viele Leute da draußen haben in den 80er Jahren vielleicht mal eine Uhr gehabt. Ja, irgendwann über die Zeit sind Alterserscheinungen auf dem Ziffernblatt erschienen und dann haben sie beschlossen, okay, sie entweder geben sie es zum Service von Rolex und sagen, sie möchten ein neues Blatt haben, neue Zeiger, oder vielleicht hatte die Uhr auch mal Feuchtigkeit gezogen und dann läuft das Ziffernblatt auf eine spezielle Art und Weise an. Und da gab es dann auch externe Firmen, die haben halt dann das Ziffernblatt neu bedruckt. Das ist der Tod einer jeden Uhr, einer Vintage-Uhr. Ja? Macht die Uhr komplett uninteressant. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es sein sollte, haben wir bei der nächsten Uhr, und zwar eine Submariner. Das ist eine Submariner No Date. Das ist so der heilige Gral der Submariner-Sammler. Eine 5512 mit Gilt Dial, mit Vorliner, also vier Zeilen Schrift. Ja. Gleiche Zifferblatt, was auf einer 5513 gebaut wurde. Und die haben die Chronometer-Rating
weil das ist jetzt die Chronometer-zertifizierte Version. Das haben die nachträglich in Silber drauf gedruckt. Ah, okay, tatsächlich. So, das heißt, du hast einen Two-Color-Print. Diese Uhr gibt es, also die Zifferblatt-Variante als Gilt gibt es natürlich von 1959 bis 66, 67. Das ist jetzt, sag ich mal, die dritte in der Evolution, wo du halt keinen Closed Chapter hast auf dem Zifferblatt. Die Minutenindexe sind einzeln angeordnet, statt in einer Reihe. Ah, okay. Ja, also bei alten Submarinern ist es so, dass das Zifferblatt mit einer Gehäusekonfiguration gekoppelt ist. Deswegen ist es so schwer, alte Submariner zu kaufen, weil viel getauscht wurde. Auf einmal ist ein falsches Zifferblatt mit falschem Gehäuse drin. Es war aber auch zu der damaligen Zeit jetzt nicht so, dass es war normal, Sachen auszutauschen. Es war normal, wenn es erforderlich war, aber ich denke, dass das erst ein bisschen später gemacht wurde, als das Sammeln angefangen hat. Tatsächlich, ich denke, in den 80ern, wo dann die Italiener waren ja immer ganz weit vorne. Die waren ne? ganz weit vorne. Die haben Vintage Rolex ist ja auch quasi in Italien geboren. Ja. Ne? Ja. Damals war das so, das Gehäuse auf der Uhr ist der Knaller, das Zifferblatt auf der Uhr ist der Knaller. Wir machen die jetzt mal einfach, wir verheiraten die jetzt einfach mal und dann ist es eine super Uhr. Ganz ehrlich, du wirst lachen, aber in den 80ern und 90er Jahren ist das auch so durchgegangen. Kann gut sein, Das ja. ist die Zeit, wo die Händler auch nur $500 mehr bezahlt haben, wenn Paul Newman Zifferblatt drin war. Ja, da hat sich seitdem einiges geändert. Wunderschöne Uhr und hier hat man ein gutes Beispiel dafür, wenn man auf eine Uhr schaut. Es muss einfach alles irgendwo homogen gleich aussehen und einfach aus einer Quelle kommen. Ne? Und da haben wir hier tolle Zeiger in einer tollen Farbe mit einem sensationellen Ziffernblatt. Wahnsinn, so, was wird sowas aktuell gehandelt? Die wird gehandelt bei ca. $50.000. Was haben wir als dritte Uhr noch hier? Als dritte Uhr haben wir eine Explorer 1, Referenz 1016, auch mit einem Gilt-Dial. Ganz kurz, um das noch zu beschreiben. Gilt-Dial heißt Gold. Das heißt, die Schrift, der Druck auf dem Zifferblatt ist in goldener Farbe. Ja, das ist so der Hauptunterschied. Wenn er weiß wäre, ist es ein mattes Zifferblatt, dann ist es kein Gilt. Sehr interessant, okay. So, dieses Zifferblatt ist in Layer, also in verschiedenen Lagen produziert worden, wo oben ein Lack drauf ist, ein Klarlack quasi. Das ist das, was heute diesen Spiegelgloss gibt. Mhm. Ja? Und hier ist ein Exemplar von ca. 66, was durch wahrscheinlich Feuchtigkeit durchschaulich tropicalized ist. Tropicalized heißt, wenn das schwarze Zifferblatt eine schöne braune Farbe annimmt. Das liest man auch häufiger. Ne? Ja. Tropical Dial ist für Sammlern, das ist das, wonach viele bei einer Verfärbung nachsuchen. Dieses wunderschöne, dieser warme Braunton. Sensationell, ne? Tolle Ja. Uhr. Schönes, auch das Armband passt wahrscheinlich zu der... Das Armband ist ein bisschen neuer. Ah, tatsächlich. Aber okay. ich sag mal so, es passt, also gerade diese Uhr, die ist so, wie soll ich sagen, im Englischen würden wir sagen raw. Die sieht so aus, dass sie noch nie poliert worden ist, dass die einfach in einem schönen, getragenen Zustand ist, überall Kratzer drauf, das Zifferblatt ist geaged. Dann sieht natürlich so ein Jubilee-Band und eine Lederjacke, das ist eine unglaubliche Perfekt Match, Kombination. ne? Was würdest du, also ich verkaufe aktuell am meisten, sage ich mal, so diese... Ja, nicht Vintage-Uhren, aber Uhren der 80er und 90er Jahre, Ja. 36er Datejust-Modelle, jetzt als Einstiegsuhr. Da finde ich, dass die Leute auch das sehr gut selber wieder verkaufen können und man kriegt immer plus minus sein Geld. Was ist deine Meinung zu so einer Datejust, Vintage Datejust 36 mm? Also die Datejust ist erstmal die meistverkaufte Rolex von allen. Ja, seit 1945, unchanged Design, die haben natürlich Qualitätsimprovements gemacht. So, wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte gerne meine erste Rolex kaufen und ich möchte was kaufen, was im Wert stabil bleibt, dann sage ich das auch. Okay. Kauf eine Datejust, such dir eine schöne aus, pack dir in den Kopf, dass du die niemals verkaufen wirst. Ja, Das wird cool. deine erste Rolex sein, Ja. die gibst du irgendwann mal deinen Kindern. Die sind jetzt auch hochgegangen. Also wenn du jetzt aus den 80ern, 90ern, 70ern die Uhren anguckst, die haben... Speziell in diesem Jahr. Ja, genau dieses Jahr sind die hochgegangen und man sieht, dass immer mehr Leute nach guten Datejusts schauen. Ja. Ist die Uhr, die eigentlich zu jedem Outfit passt und egal, ob man jetzt 20 ist oder 60, man wird sie immer tragen können und das ist halt das Tolle daran. Ne? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja? Ja, sehr ich werde gerne. mit Sicherheit nochmal wiederkommen. Sensationelle Auswahl, immer etwas ganz anderes. Alle Informationen sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Wer sich interessiert, einfach mal vorbeischauen und ich bedanke mich für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, ciao, ciao. Ciao.